Hallo meine Freunde, Hola Madridistas, Real Madrid in der Türkei und das Ganze schon in ein paar Monaten. Der spanische Supercup findet dieses Jahr in Istanbul statt und an jeden von euch, der sich ein bisschen mit Istanbul auskennt, bitte schaut euch dieses Video an, ich werde eure Hilfe brauchen. Dann schauen wir uns auch an, was Florentino Perez gestern schon wieder für einen Verkauf gemacht hat. Florentino Perez ist ein Genie. Und viele von euch sagen jetzt, ja Mario, Wasser ist nass, Feuer ist heiß, das wissen wir. Aber trotz alledem hat Florentino Perez sich gestern selber übertroffen, meiner Meinung nach. Und das will schon einiges heißen. Was da los ist, schauen wir uns natürlich an. Und ich habe es euch versprochen und heute halte ich natürlich mein Wort. Ich lese euch den Brief vor von Yan Diomandé an seine Schwester. So viel kann ich verraten. Haltet die Taschentücher bereit. Mit wem möchtest du dein Trikot am Sonntag tauschen? Mit Arda natürlich, meinem Landsmann. Mit meinem guten Freund Denzel Dumfries natürlich, mit dem ich zusammengespielt habe. Da warte ich schon drauf. Brahim Diaz. Edin und du? Nein, ich wechsle nicht Trikots. Mit Mourinho wechsle ich. Ich nehme sein Trikot, sein T-Shirt. Der Alaba ist nicht mehr da. Also würde ich halt Mbappé. Whose jersey would you like to have from Real Madrid? I'm not big on jerseys to be honest, but probably Jude Bellingham. Arda. Valverde. Natürlich am liebsten so mit Mbappé oder so, aber glaube ich schwer, ne? Cristiano Ronaldo. Ja, das waren die Schalke-Spieler. Auf die Frage, mit welchem Real Madrid-Spieler sie gerne die Trikots tauschen würden. Ich glaube, Arda Güler und Mbappé haben geführt, Cristiano Ronaldo auch geil. Naja, wie dem auch sei, Real Madrid bereitet sich weiter auf das Spiel übermorgen auf Schalke vor. Ja, viele von euch werden ja da sein. Ich selber werde nicht da sein. Ich hätte zwar an Tickets kommen können, aber der Flug für 2 Tage hin und her waren fast 300 Euro. Das war mir tatsächlich zu viel. Dazu kommt ja dann noch die Tickets etc. pp. Außerdem bin ich ja bald in meinem Urlaub und dafür muss ich sparen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Naja, ein gemeinsames Watch-Along habe ich aber tatsächlich vor. Ich hoffe, viele von euch schauen es sich mit mir gemeinsam an. Ich lasse auch parallel das Training laufen, wo endlich mal alle zusammen sind. Ja, auch ein Jude Bellingham ist inzwischen zurück. Und wie wir Real Madrid TV kennen, haben sie dieses Willkommensinterview mit dem Engländer geführt. Ihr wisst, ich liebe solche Videos. Bei euch kommen sie auch gut an. Also, ich habe es für euch übersetzt. Was sagt Jude Bellingham zu seiner Rückkehr zu José Mourinho und. Sehr gut. Ich bin sehr glücklich, wieder bei meinen Kollegen zu sein und dem neuen Trainer. Ja, wirklich sehr glücklich. Die WM war eine sehr gute Erfahrung für mich, für mein Land, für meine Kollegen mit England. Aber ich bin bereit, zurückzukehren und mit meinen Kollegen von Real Madrid zu spielen und hoffentlich zu gewinnen. Ich fühle, dass ich eine Beziehung zu ihm habe, schon. Und es ist ein Traum für mich, mit einem Trainer wie Mourinho zu arbeiten. Ich hatte nur eine Gelegenheit, ihn zu sehen. Aber ja, ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie er ist. Nun, viel Laufen in der Hitze und viel Fußball mit meinen Kollegen. Es ist schwer, aber es ist auch gut, dieses Leiden zu genießen. Es gefällt mir sehr. Ich weiß nicht, ich bin jetzt etwas mehr Mann, ein bisschen mehr gereift in meinen Erfahrungen und allem. Ich habe ein gutes Gefühl für diese Saison mit den Neuzugängen und dem Trainer und wir werden sehen. Es ist eine Ehre und Stolz für mich, in diesem Verein zu spielen und hoffentlich für viele weitere Jahre. Hallo Madridistas, ich bin hier, um zu arbeiten und wieder zu kämpfen. Hala Madrid.
Ja, er freut sich natürlich auf die neue Saison, auf die Zusammenarbeit mit José Mourinho und José Mourinho freut sich definitiv auch auf Jude Bellingham. Ich erinnere mich nach dem Champions League Finale, wie ein José Mourinho ihn damals so angepriesen hat und der Jude Bellingham ihm unbedingt auch seine Mutter vorstellen wollte. Also die Beziehungen war früher schon gut. Hoffen wir, dass die Beziehung jetzt auch gut wird. Ja, aber im Großen und Ganzen war es für mich eine Riesenfreude, Bellingham wieder trainieren zu sehen, in seinen ersten Worten diese Saison für Real Madrid. Was reden wir hier? Jude Bellingham, einer der besten Fußballer der Welt und ich freue mich, ich hoffe, dass ein José Mourinho diese Kabine in den Griff bekommt. Seit gestern Abend habe ich ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ich habe mir die Doku zu Ende angeschaut und der hat auch klar gemacht, er geht immer zuerst bei den großen Spielern dran. Damals beim Iker Casillas hat er als Beispiel genommen, um die Kleinen brauchst du dich quasi gar nicht so kümmern, wenn die ein Problem machen. Aber er greift immer direkt bei den Großen an. José Mourinho hat bisher bewiesen, dass ihm Namen egal sind. Ja, und das ist die einzige Einstellung, wie er diese Kabine in den Griff bekommen kann. Ja, warum denke ich bloß nach einem Jude Bellingham an diese Aussage? Naja, sind wir mal gespannt. Jude Bellingham, Valverde, Vini waren ja die Unruhestifte letzte Saison, die Unruheherde. Mal schauen, ein José Mourinho muss sie in den Griff kriegen. Ja, ein Spieler, den José Mourinho nicht mehr in den Griff kriegen muss, zumindest noch nicht, vielleicht in ein paar Jahren, ist Jacobo Ortega. Und viele von euch fragen sich jetzt, wer? Ja, Jacobo Ortega. 1,90 Meter groß, 20 Jahre alt, hat im Youth League Finale, wenn ich mich nicht täusche, sogar per Hacke getroffen. Also ein tolles Stürmertalent von Real Madrid, von La Fábrica. Dieser Junge hatte noch nie ein Debüt in der ersten Mannschaft. Der hat noch nie in der ersten oder zweiten spanischen Liga gespielt. Der hatte bis jetzt Auftritte bei Real Madrid C, bei der dritten Mannschaft, und ein paar Auftritte bei Real Madrid Castilla. Der hat auch eine ganz anständige Torquote, in der Jugend natürlich alles zerschossen. Aber Tatsache ist, er ist 20 und Real Madrid hat ihn jetzt verkauft. Und zwar an Straßburg. Ja, und jetzt kann jeder für euch mal ganz kurz denken, was wäre eine gute Summe für einen Spieler, der hat einen Transfermarktwert von 1 Million Euro. Und jetzt denkt euch mal, was wäre eine gute Summe, die man für diesen Spieler bekommen könnte? Der hat noch nie in der ersten oder zweiten Liga gespielt, nur Dritt- oder Viertliga-Erfahrung in Spanien. Ja, und denkt jetzt nur ein bisschen höher. Nee, noch höher. Florentino Pérez, Real Madrid, verkauft Jacobo Ortega für 10 Millionen Euro an Straßburg. Und aufgepasst, für diese 10 Millionen Euro bekommen die 70%. Das heißt, wenn man das hochrechnet, hat dieser Spieler einen Wert von über 14 Millionen Euro. Worüber reden wir hier? Wie hat Florentino Pérez denn das geschafft? Versteht mich nicht falsch. Jacobo Ortega kann natürlich bei Straßburg einschlagen. Und Jacobo Ortega kann vielleicht in einem Jahr 50 oder 60 Millionen wert sein. Aber Stand heute haben wir einen Spieler, der noch nicht mal annähernd in der Elite des Fußballs gespielt hat. Das Höchste, wo der an Elite war, war in der Youth League. Und das ist ja nun mal ein Unterschied wie Tag und Nacht, Juniorenfußball oder Seniorenfußball. Ja, und dafür kriegt Real Madrid einen Gegenwert von 14 Millionen Euro. Real Madrid hat in diesem Transferfenster Plus gemacht. Obwohl wir 6 Spieler geholt haben und mit Jan Diomandé den teuersten Spieler der Vereinsgeschichte. Mit Boni könnten wir da auf 140 Millionen Euro kommen. Aber mindestens 125 haben wir jetzt schon bezahlt. Also unglaublich, was ein Florentino Pérez da rausgeholt hat. Ich drücke Jacobo Ortega die Daumen, alleine darum, weil ich den mag und weil Real Madrid immer noch 30% des Spielers gehören. Also, ja, wie dem auch sei, vielleicht sehen wir ihn in ein paar Jahren zurück. Aber Stand heute ist das ein unglaublich tolles Geschäft von Real Madrid. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Ja, kommen wir dann zu einem guten Geschäft für die spanische Fußballföderation. Ich hatte es euch erzählt, Spanien hat ein bisschen Probleme, denn der Supercup kann nicht in Saudi-Arabien stattfinden im Februar, denn da sind da schon die Asia Cup, was auch immer. Ja, und ich hatte euch gesagt, Miami, Istanbul, andere Länder stehen zur Auswahl und die türkische Metropole hat sich durchgesetzt. Der spanische Supercopa findet vom 2. bis zum 7. Februar in Istanbul statt. Und ja, ich werde, so Gott will,
da sein. Ich habe schon Tickets, an die ich kommen kann. Ich habe schon nach Flügen geschaut und ich möchte Mario Goes to Istanbul oder Mario Goes Türkei oder was auch immer, ein Vlog 7 Tage machen, jeden Tag Content aus Istanbul aufnehmen und dafür brauche ich eure Hilfe. Kennt ihr irgendjemanden, der mich da 7 Tage quasi begleiten kann? Also nicht einer 7 Tage, sondern 7 Leute, jeder einen Tag oder was auch immer. Ist einer von euch in Istanbul, kann mir da ein bisschen was zeigen? Was soll ich mir in Istanbul anschauen? Was ist für euch interessant? Soll ich mir die Fußballplätze anschauen? Sind da andere Spiele, während ich da bin, dass ich mir die Spiele anschauen kann? Also, jeden, der sich mit Istanbul auskennt, bitte schreibt mir in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr da Kontakte habt oder an wen ich mich da wenden kann, was ihr gerne sehen wollt, was interessant für mich ist. Denn ich möchte auf jeden Fall eine Woche in Istanbul verbringen und guten Content für euch hochladen. Ich habe eine riesen Vorfreude. Ja. Zur Erinnerung, Real Madrid trifft im Halbfinale auf Real Sociedad, im anderen Halbfinale der FC Barcelona auf Atletico Madrid. Das heißt, mit etwas Glück gibt es sogar ein Klassiko in Istanbul am 7. Februar und das wäre mein erster Klassiko, wo ich im Stadion sein könnte. Ja, auf jeden Fall, ich bin angewiesen auf eure Hilfe. Tippt bitte die Finger warm, heiß. Gerne, wie gesagt, auch per E-Mail. Ihr wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt und ich würde mich riesig freuen, was ihr da so für Vorschläge habt. Vielleicht möchte ja jemand mit. So, wie dem auch sei. Ja, das war der schöne, der angenehme Teil. Da freue ich mich riesig drauf. Also ich, zweite Mal in der Türkei, erste Mal in Istanbul. Naja, so Gott will, ne? Also Klopfholz. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Teil. Meine Güte, der fällt mir schwer. Ich hatte es euch aber versprochen und mache es natürlich auch. Yan Diomandé hat einen Brief an seine verstorbene Schwester geschickt. Ja, und da musste ich schon ein paar Mal schlucken, ein paar Mal das Video abbrechen. Ich versuche es jetzt erneut. Aber ich hatte es euch versprochen. Lesen wir uns den Brief zusammen einmal durch. Liebe Robson, erinnerst du dich, als jemand mir ein gefälschtes United-Trikot gekauft hat und ich Ronaldo 7 mit einem dicken schwarzen Filzstift auf den Rücken geschrieben habe? Wir wussten nicht, was reich oder arm ist. Wir kannten nur das Glück. Erinnerst du dich an die 25 Leute, die in einem einzigen Haus in Abidjan schliefen? Mama wollte ihre Telenovelas schauen. Alle wollten Filme sehen. Erinnerst du dich, wie ich immer so tat, als würde ich schlafen und dann nach Mitternacht ins Wohnzimmer mit dem Fenster geschlichen bin? Ich habe den Ton ganz leise gestellt, so leise, nur 2 Striche am Regler. Ich habe im Dunkeln Fußball geschaut und geträumt. Erinnerst du dich, als die Erwachsenen mich auf dem Erdboden Fußball spielen sahen und mir den Spitznamen Roberto Carlos gaben, wegen der Kraft, mit der ich geschossen habe? Und erinnerst du dich, wie wütend ich insgeheim deswegen war, weil CR7 mein Idol war? Erinnerst du dich, als ich so weit weg von zu Hause weg zum Spielen ging? Ich war 9 Jahre alt, Interfoot Sud Komoe, ganz in der Nähe der Grenze zu Ghana. Nur ein kleiner Junge, alleine. Ich weiß nicht, ob ich dir diese Geschichte je erzählt habe, aber wir Kinder sind damals ins Dorf gegangen und haben Kartoffeln geklaut, weil wir so großen Hunger hatten. Wir haben einen Banküberfall gemacht. 2 Kinder lenken den Ladenbesitzer ab und die anderen 18 rennen mit 2 Kartoffeln davon. Sie waren nicht mal gut, aber sie haben unglaublich geschmeckt. Ja, passt auch. Ich musste auch lachen. So, weiter. Gleich ist nicht mehr lachen. Bis heute ist das mein Lieblingsessen. Gekochte Kartoffeln mit etwas Öl. Das erinnert mich an diese Zeit. Erinnerst du dich, als ich meine ersten richtigen Fußballschuhe bekommen habe und damit geschlafen habe? Als ich aufwuchs, habe ich immer mit diesen weißen Plastiksandalen gespielt. Sogar wenn ich jetzt nach Hause komme, spiele ich noch mit ihnen. Das ist unsere Tradition. Erinnerst du dich, als ich nach Hause kam und du meinen Freunden aus der Nachbarschaft gesagt hast, warum trainiert ihr nicht mehr? Jan wird euch keine Autos kaufen, ihr müsst weiterarbeiten. Du warst 10 Jahre alt und schon meine Agentin. Erinnerst du dich, wie wir uns hingesetzt haben und davon geträumt haben, nach Frankreich zu ziehen? Wie wir einkaufen gehen würden, unsere eigene Wohnung haben und ich ein reicher Spieler sein würde, mit Autos und einem großen Haus und du dir um nichts Sorgen machen müsstest. Du warst die Einzige, die immer geglaubt hat, dass ich der nächste Cristiano werden könnte, während alle anderen gelacht haben. Erinnerst du dich, als ich mit 15 in die USA gezogen bin, um die Highschool zu machen?
und solche Sehnsucht nach Hause hatte. Monatelang habe ich nicht verstanden, was irgendjemand sagte. Sie haben mich neben einen französischen Jungen gesetzt und der hat versucht, alles zu übersetzen, was die Lehrerin sagte. Erinnerst du dich, als ich dich angerufen habe und gesagt habe, du glaubst nicht, die Kinder hier streiten mit den Lehrern. Zu Hause, das weißt du, würden wir es nicht mal wagen, die Älteren anzublicken. Erinnerst du dich, als ich nicht glauben konnte, dass die Jungs nach der Schule rauchen? Du hast immer gesagt, es kommt mir vor wie in einer amerikanischen TV-Serie. Erinnerst du dich, als sie mich zum Probetraining nach Bournemouth mitgenommen haben, zu Chelsea, den Rangers, Olympiakos, Crystal Palace? Easy und Olysee kamen nach dem Training zu mir und sagten, hey Kleiner, du bist echt gut. Aber trotzdem haben sie mich nicht genommen. Sogar die B-Teams der MLS wollten mich nicht. Ich wusste nicht mal warum. Sie haben mir nie einen Grund genannt. Die Erwachsenen haben alles geregelt. Sie haben mich einfach weiter durch ganz Europa geschleppt und alle haben weiter Nein gesagt. Mein Visum ist abgelaufen, mein Traum war vorbei. Sie haben mich zurück nach Afrika geschickt und wir haben zusammen geweint. Du warst die Einzige, die nie aufgehört hat zu glauben. Ein paar Wochen später habe ich bei Leganés unterschrieben und wir haben andere Tränen geweint. Das war zu der Zeit, als ich noch Gefühle hatte. Jetzt fühle ich nichts. Es ist, als wäre ich nichtmals ein Mensch. Seit du gestorben bist, bin ich nur noch ein Vakuum. Ich glaube, ich habe nicht einmal eine Träne vergossen an dem Tag, als sie mir sagten, dass du gegangen bist. Ich war einfach unter Schock. Es war einige Wochen nach meinem Debüt für Leganés. Wer debütiert denn mit 18 gegen Real Madrid? Das war zu verrückt. Es war ein Traum. Und dann wurde es zu einem Albtraum. Jemand aus der Familie rief mich ständig an. Ich war genervt. Ich verstand nicht, warum sie nicht aufhörten, mich anzurufen. Ich ging ran und sie machten es mir nicht einmal leichter. Du weißt ja, wie das bei uns zu Hause ist. Ohne Emotionen. Einfach nur, deine Schwester ist weg. Was? Sie ist gestorben. Wovon redest du? Jemand hat etwas in ihr Getränk getan auf einer Party und sie ist nie wieder aufgewacht. Sie ist weg. Du warst 15 Jahre alt. Ich habe nie eine richtige Antwort bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das Warum überhaupt wissen will. Vielleicht war es Neid. Vielleicht ist es einfach etwas, das in unserem Land passiert. Vielleicht hätte ich dich beschützen können. Ich weiß es nicht. Ich versuche den Plan Gottes zu vertrauen. Es ist alles, was ich tun kann. Ich versuche nicht, es zu vergessen, weil ich weiß, dass ich es nicht vergessen werde. Alles, was ich tun kann, ist den Schmerz zu nutzen, um härter zu arbeiten. Und um all das zu tun, von dem wir geträumt haben. Ich habe das geschrieben, weil ich nicht darüber sprechen kann. Ich habe das geschrieben, weil ich will, dass du weißt, dass ich dafür sorgen werde, dass du weiterlebst. Ich werde dafür sorgen, dass alle deinen Namen kennen. Die ganze Welt. Alles, was ich auf einem Fußballfeld tue, tue ich für dich. So viel ist passiert, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Du würdest es nicht glauben. Ich weiß nicht, ob ich es selber glaube. Weißt du, was verrückt ist? Nach meinem Debüt gegen Madrid habe ich wirklich mit Mbappé getauscht. Erinnerst du dich, wie wir ihm im Fernsehen zugeschaut haben und du gesagt hast, Mbappé? Ja, er ist gut, aber mein Bruder ist besser. Ich habe mich in einer Sache geirrt. Ich will nicht reich sein. Ich sehe, was das mit Menschen macht, sogar mit der Familie. Als ich bei Leganés war, habe ich alles, was ich verdient habe, nach Hause geschickt. Es kam so weit, dass ich das Geld gar nicht mehr wollte. Es war nur noch eine Last. Sie hörten nie auf, etwas zu verlangen. Ich glaube, sie dachten, ich wäre schon Millionär. Ich hatte nicht einmal eine Wohnung. Ich wohnte im Trainingszentrum, in einem Zimmer ohne Fernseher. Nur Fußball und Schlafen. Fußball und Schlafen. Ich wollte kein großes Haus. Ich wollte keine Autos. Ich wollte einfach alles in den Fußball stecken. Alles, um der Welt zu zeigen, dass meine Schwester recht hatte. Ach, du wirst es lustig finden. Als ich nach RB Leipzig gezogen bin, um dort zu spielen, war ich immer zu spät. Naja, nicht wirklich zu spät, aber ich kam pünktlich, was in Deutschland bedeutet, dass du extrem zu spät bist. Also weißt du ja, was ich danach gemacht habe. Ich habe angefangen, 90 Minuten früher überall zu sein. Ich war ständig so früh da, dass die Jungs mich den Deutschen genannt haben. Ich muss immer bei allem übertreiben. Ich habe kein Gleichgewicht. Das hast du immer gesagt. Das Feld ist der einzige Ort, an dem ich mich noch zu Hause fühle. Es ist der Ort, an dem ich ruhig bin und mit dir sprechen kann.
Ich wünschte nur, du wärst noch hier, damit ich dir sagen könnte, wir haben es geschafft. Alles, was du gesagt hast, ist wahr geworden. Morgen reisen wir zur Weltmeisterschaft ab. Wirklich. Dein Bruder wird für die Elfenbeinküste spielen. Wie Drogba, wie Yaya, wie Gervinho. Ich sehe es nicht einmal als Spiel. Ich sehe es als Bühne. Das ist meine Chance, der ganzen Welt zu zeigen, was du in mir gesehen hast. Jedes Mal, wenn ich treffe, werde ich dafür sorgen, dass alle deinen Namen kennen. Ich werde dafür sorgen... Oh Mann, ey. Ich werde dafür sorgen, dass sie dich nicht vergessen. Du hast immer gesagt, ich könnte besser sein als Cristiano. Wenn ich ihn dort sehe, werde ich für dich Hallo sagen. Ich werde tun, was du vorher gesagt hast. Das schwöre ich. Noch bevor ich richtige Fußballschuhe hatte, hast du allen gesagt, mein Bruder wird der Beste der Welt. Ich werde beweisen, dass du recht hattest. Oder ich sterbe dabei. Dein Bruder, Jan. Ich glaube, jetzt wisst ihr, warum ich gesagt habe, nimm Taschentücher und warum es mir so schwer gefallen ist, das vorzulesen. Ein wunderbarer, schöner, emotionaler Brief. Und der zeigt mir, was für ein Charakter Yan Diomandé hat. Woher dieser Hunger nach Erfolg kommt. Was ich euch gesagt habe. Was er damals den französischen YouTuber oder TikToker geantwortet hat. Warum ich glaube, Yan Diomandé war genau der richtige Transfer für Real Madrid. Jemand, der alles dafür geben wird. Der macht es nicht für Haus, für Häuser, für Gelder, für Autos. Der wird nicht im Nachtleben von Madrid aktiv sein. Der macht das, um ein Versprechen zu halten, was seine Schwester an die Welt gegeben hat. Der macht das, damit der Name Roxanne in aller Munde ist. Und wenn man sieht, durch was für Strapazen die gehen mussten, ist das unglaublich, über was für Sachen wir manchmal meckern. Dazu an die ganzen, die an seinem Alter zweifeln. Was für ein Quatsch. Als er noch ein kleiner Junge war, war Olise und Eze älter als er und haben ihn kleiner genannt. Das ist auch ein... Naja, ist ja auch egal, aber darum soll es hier nicht gehen. Ja, wie gesagt, sehr, sehr schöne Worte, ein sehr schöner Brief. Ich hoffe, ihr habt ihn genossen. Ja, ich hoffe allgemein, ihr habt das Video genossen. Ihr habt am Ende mit mir gelitten und vorher mit mir gelacht. Das würde mich sehr freuen. Schreibt das in die Kommentare. Liked dieses Video, hype dieses Video. Lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich muss jetzt ein bisschen weinen gehen. Wir sehen uns morgen. Ich freue mich auf eure E-Mails. Also, bis dahin. A la Madrid!